Servus. Einige werden mich kennen von dem Kanal Our World Stuttgart, wo ich Lost Place Burgen mache. Heute bin ich aber in anderer Mission unterwegs. Ich möchte hier dieses kleine Örtle mal angucken. Das nennt sich Aurich, aber nicht das Aurich Ostfriesland, sondern Aurich in Baden-Württemberg bei Vaihingen-Enz. Und hier werde ich zwar nicht so viel finden oder filmen können, aber ich versuche das Beste, dass ihr ein bisschen Einblick habt in die Geschichte des Dorfes und auch die Gebäude, die hier zu finden sind. Also, würde ich sagen, gehen wir mal los und gucken uns das Dörfle an. Das hier ist die Turn- und Festhalle von Aurich, die wo fast schon außerhalb steht, also quasi hinter dem Ortsschild bzw. vor dem Ortsschild. Hier stehen wir vorm Kindergarten bzw. Kindertagesstätte Schneggehäusle. Jetzt werden viele fragen, wieso Schneggehäusle? Ja, für Aurich gibt es eine kleine Geschichte. Wir sind hier in dem Kreis Necknamen. Und die Geschichte geht so: Es war ein Bauer auf dem Acker mit seiner Hacke. Und dann hat er da gehackt. Und dann sah er da einen Schneck und wollte sie kaputt hauen. Ja, und dann holt er aus. Und dann hört man einen riesen Schrei. Und dann hat sich herausgestellt, dass er ein Loch im Socken hatte und in den Schuh und sein großer Zeh er als Schnecke angesehen hat. Und so kam jetzt der Schneckenname bzw. Neckname Schnegge für Aurich zustande. Hier laufen wir gerade auf die Grundschule zu, wo die ersten beiden Klassen, also Klasse 1, Klasse 2, beinhaltet. Ist auch schön gemacht hier, solche rollbaren Tore und ein schöner Platz. Ist kein großes Schulgebäude, aber wie gesagt, es ist auch ein kleineres Dorf. Das Dorf beinhaltet bzw. hat ca. 1600 Seelen und hat auch schon eine ältere Geschichte, die ich dann euch aber nachträglich einspreche, denn das kann ich mir alles gar nicht so merken. Gehen wir gerade mal hier weiter. Hier kommen wir mal an den Kreuzbach, der ja auch schon hier sehr zugewuchert ist. Aber das ist doch gar nicht mal so schlecht. Es muss ja nicht alles begradigt sein. Hier drüben haben wir dann so einen Bolzplatz, Spielplatz, so miteinander vereint, quasi fast im Dorfkern. Im Hintergrund sieht man jetzt den Friedhof. Da werde ich jetzt aber nicht hingehen, denn da werden jetzt einige Leute sein und ich möchte auch die Ruhe der Toten nicht unbedingt stören. Hier hat man einen kleinen Blick von der Seite auf die Kirche, wo wir jetzt aber noch dran vorbeilaufen. So, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen durch das Geplätscher. Aurich ist der Stadtteil der großen Kreisstadt Vaihingen-Enz im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg und hat rund 1600 Einwohner. Die Besiedelung des Ortes erfolgte wahrscheinlich im Jahr 85 durch die Römer, also ist schon sehr alt. Der Flurname bzw. Ortsname Urach
ist im 8. Jahrhundert entstanden. Er beweist, dass im Kreuzbachtal der Ur- und Auerochse sein Weideland hatte. Aurich wurde das erste Mal in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts urkundlich erwähnt. Der Ort ist durch archäologische Funde als Merowinger-zeiteilige Siedlung ausgewiesen. Bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde hier überwiegend Landwirtschaft sowie Obst- und Weinbau betrieben. Heute leben hier fast ausschließlich Pendler aus der Kernstadt sowie dem Stuttgarter Raum. Am 1. Januar 1975 erfolgte die angeordnete Eingliederung in die großen Kreisstadtvereine an der Enz als 9. Teilort. Das ist jetzt die Kirche von Aurich. Das ist eine evangelische Gemeinde. Und da findet gerade der Gottesdienst statt. Daneben das Gemeindehaus. Und darüber wohnt der Pfarrer oder Pfarrerin. Hier haben wir noch das ehemalige Rathaus von Aurich. Da war früher unten war die Post einsässig, aber das ist im Laufe der Jahre ist das alles weggekommen. Es gibt auch keinen Supermarkt oder ähnliches mehr. Selbst den Bäcker findet man hier keinen mehr. Hier kann man um die Kirche und das Gemeindehaus herumlaufen. Und das hier neben, das ist die alte Kelter, in der auch früher die Feuerwehr ihr Fahrzeug untergestellt hatte, hier drin. Und hier gibt es auch öfters ein Kelterfest. Und mittlerweile ist es das Sängerheim Kelter Eintracht Aurich e.V. Also von daher, jetzt kommen wir sozusagen in den Mittelpunkt von Aurich. So, hier stehen wir jetzt vor dem neuen Feuerwehrhaus von der Freiwilligen Feuerwehr in Aurich. Früher hatten sie ein Fahrzeug, das war ein kleines. Mittlerweile sieht man, sind die Fahrzeuge größer geworden, beziehungsweise ein zweites dazugekommen. Und immer wieder sieht man diese alten Fachwerkhäuser oder auch größere Bauernhäuser, die aber nicht mehr so aktiv sind, sondern nur noch als Wohnstätte dienen. Hier haben wir nochmal den Kreuzbach, der gemütlich vor sich her plätschert. Er hatte auch schon Meerwasser, also nicht Meerwasser, sondern Meer. Ihr fragt euch jetzt, woher ich das jetzt alles weiß. Ganz einfach, ich verrate euch jetzt was. In diesem Dorf bin ich aufgewachsen und kenne das alles sehr gut. Und das war hier alles viel tiefer vom Bach. Da haben wir öfters mal mit unseren Luftmatratzen Spaß gehabt. Hier im Hintergrund nochmal die Kirche von dieser Seite. Und ich werde jetzt wieder zu meinem Fahrzeug gehen. Ich hoffe, euch hat die kleine Tour durch dieses kleine Dorf, wo ja ganz unscheinbar ist, gefallen. Die Geschichte geht ja schon ziemlich weit zurück. Und ihr habt es ja im Film mitbekommen, ich wurde ja geboren bzw. bin aufgewachsen. Deswegen
hänge ich natürlich auch noch an diesem Ort sehr. Es hat doch etwas Friedliches, auch wenn es hier nicht mehr so viel gibt. Ich wünsche euch deswegen einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.